Du willst also ein Topspieler werden, auf der großen Bühne spielen, deine eigene Fanbase aufbauen, das große Preisgeld abstauben, aber aus irgendeinem Grund helfen dir diese ganzen YouTube-Guides nicht und das ganze Training hilft dir irgendwie auch nicht weiter. Na dann bist du hier genau richtig. Ich selber bin ein professioneller Smash-Bros-Spieler, Even when the mix-up is to Robia. Oh my lord, that is actually. Oh yeah, sit down. der einiges an Erfahrung sammeln konnte. Und ich habe durch intensiver Recherche die geheimen Tricks der Topspieler entdeckt. Hier sind 4 Tricks, wodurch du in nur wenigen Minuten zum Topspieler werden kannst. Erstens, L'acteur. Ursprünglich ein Trick aus dem Französischen und auf Deutsch übersetzt bedeutet es der Schauspieler. Es gibt 2 verschiedene Arten, um den Akteur einzusetzen. Die erste Art ist in Situationen, wo man gegen einen Spieler spielt, der einen gefährlichen Secondary Character hat. Als Beispiel haben wir hier das Set zwischen Quick, der beste Spieler Deutschlands, und Wardy, einer der besten Spieler der Welt. Quick ist ein Solo-Samus-Spieler, aber Wardy spielt neben seinem Main Rob auch Mewtwo. Rob ist auf jeden Fall der bessere Charakter, aber Mewtwo schlägt sich in dem Samus-Matchup erstens relativ gut und zweitens kein Mensch spielt Mewtwo, also hat niemand einen Plan, wie man gegen den spielt. Das heißt, Quick will auf jeden Fall eher gegen Rob spielen als gegen Mewtwo. Und hier kommt nun der Akteur zum Einsatz. Quicks Ziel ist es, Wardy so lange wie möglich auf Rob zu halten. Aber im ersten Match sehen wir schon, Quick verliert gegen den Rob haushoch. Wie kann es sein? Was viele aber nicht wissen, ist, dass es nur ein Teil des Plans war. Quick verliert mit Absicht das erste Match gegen Wardys Rob, wodurch er nun auf jeden Fall sehr selbstbewusst sein wird. Das erste Match ist somit also nur eine Investition in die Zukunft. Das zweite Match ist nun das Wichtigste. Quick muss das Match so knapp wie möglich machen, damit Wardy noch ein weiteres Game of Rob bleiben wird. Und tatsächlich, er macht es knapp. Sehr knapp. Ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Aber er hat es geschafft und dann sogar noch der Pop-Off, um zu zeigen, wie knapp das Match doch war. Hier sehen wir eine grandiose Ausführung des Akteurs, das sich sofort auszahlte, weil Wardy nimmt für das nächste Match immer noch Rob, welches Quick natürlich dann easy gewinnt. Durch die präzise Ausführung des Akteurs von Quick konnte er nicht nur ein Match, sondern 2 Matches gegen Rob rausholen. Und ja, da sehen wir es dann. Quick verliert das 4. Match gegen Mewtwo und konnte gerade so noch das 5. Match gewinnen. Somit konnte er durch den Akteur das Set für sich entscheiden. Die zweite Art des Akteurs geht noch einen Schritt weiter. Hierfür haben wir sogar ein Beispiel aus dem Ursprungsland, nämlich von dem Franzosen, der Roy-Spieler Flo. Flo musste auf dem spanischen Turnier Glory gegen Mr. A spielen, einer der besten Spieler Europas. Was viele aber nicht wissen, ist, dass Flo paar Wochen davor noch bei Mr. A zu Besuch war und mit ihm 3 Tage lang spielen konnte. Flo wusste, dass er womöglich bald schon gegen Mr. A im Turnier antreten könnte, wodurch er die zweite Art des Akteurs benutzt hat. Er hat 3 Tage lang krank kassiert von Mr. A's Sheik. Jede Combo von Mr. A war auf einmal perfekt. Er konnte gefühlt 20 Highlights pro Tag auf Twitter hochladen, aber für Flo war das alles nur eine Investition in die Zukunft. Paar Wochen später kam dann das Turnierset zwischen den beiden Spielern. Und was sehen wir da? Flo rasiert Mr. A's Sheik komplett. Auf einmal packt er all seine Tricks aus, die er damals nicht einmal benutzt hat und konnte nicht nur einmal, sondern 2-mal gegen Mr. A auf diesem Turnier gewinnen. Hier sieht man, wie stark der Effekt des Akteurs sein kann, wenn man diesen Trick richtig anwendet. Zweitens, der Kameratrick. Okay, der Akteur war ein Trick, den man vor dem Set vorbereiten musste. Aber nun kommen wir zu einem Trick, den ihr direkt im Spiel anwenden könnt. Hierfür schauen wir uns ein Set zwischen Owlbabies und Luigi an, 2 der besten Spieler Englands momentan. In dieser Situation ist Luigi offstage und Owlbabies geht raus, um ihn zu edgeguarden. Edgeguarden ist der Prozess, wo man versucht, den Gegner davon abzuhalten, auf die Stage wieder zurückzukommen. Das Problem beim Edgeguarden ist nur, es kann ziemlich schwer sein. Man muss die Optionen des Gegners readen, man muss die Flugbahn berechnen, das Timing erahnen und so weiter, also viel komplexes Zeug. Aber was, wenn ich euch sage, dass es einen Trick beim Edgeguarden gibt, wo das alles keine Rolle spielt? Okay, Owlbabies geht hier offstage, aber was passiert hier? Er trifft ihn gar nicht. Was viele aber nicht wissen, ist, dass es gar nicht mal seine Absicht war, Luigi anzugreifen. Das Ziel war es nur, so weit offstage zu gehen, bis die Kamera nicht mehr auf die Stage zeigt. Owlbabies hat also nur einen Angriff vorgetäuscht und ist so tief gegangen, dass Luigi die Stage nicht mehr sieht und somit seine Recovery verfehlt. Eine Edgeguard-Methode, die kein Read, keine Berechnung und kein Timing braucht. Klappt am besten auf Stages wie Battlefield, wo die Kamera extra tief gehen kann. Drittens, der Headbob. Als nächstes haben wir wieder einen Trick, der im Match angewendet wird. Der Headbob ist nicht wirklich ein Trick, sondern eher ein AT, kurz für Advanced Tech oder auf Deutsch eine fortgeschrittene Technik. Es ist eine Technik, die unter Topspielern sehr bekannt ist, weil sie extrem vielfältig eingesetzt werden kann.
Hier haben wir ein Beispiel von Elegant, der beste Luigi-Spieler auf der Welt. Dieser setzt gezielt Headbobs in seinen Kombos ein, um die Genauigkeit seiner Kombos zu steigern. Dass Headbobs die Genauigkeit der Controller-Inputs steigern, wurde bereits wissenschaftlich bewiesen. Links zu zahlreichen Studien findet ihr unten in der Beschreibung. Eine andere Art, um Headbobs einzusetzen, sind für Baits, auf Deutsch Täuschungsmanöver. Hierfür haben wir ein Beispiel von MKLeo höchstpersönlich, der beste Spieler der Welt. In dieser Position würde er die Ledge ein zweites Mal greifen mit seinem Charakter Byleth. Beim zweiten Mal ist man verwundbar an der Ledge, aber wegen Byleths Recovery hat er die Möglichkeit, das Greifen der Ledge zu verzögern. Und hier sieht man, wie MKLeo gezielt den Headbob benutzt, um vorzutäuschen, als würde er sich jetzt hochziehen. Ihr könnt deutlich sehen, wie MKLeo seinen Headbob ausführt, aber im Gameplay selbst erstmal nichts zu sehen ist. Kurz darauf kommt dann die tatsächliche Ausführung der Recovery und MKLeo wurde trotzdem erwischt. Und woran liegt das? Ganz einfach. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, dass der Headbob auf hohem Level eine bekannte Technik ist? MKLeos Gegner, Gluttony, benutzt den Headbob nämlich auch, weshalb er natürlich immun gegen den Headbob-Täuschungsmanöver ist. Gerade deswegen ist es wichtig, diese Technik drauf zu haben, um eben selber nicht drauf reinzufallen. Viertens, Icing. So, der letzte Trick ist auch wortwörtlich das letzte Ass im Ärmel. Kommt vom Englischen und ist praktisch das Icing on the Cake aller Tricks. Dafür schauen wir uns ein Set zwischen Protobannem und Meister an, zwei der besten Spieler der Welt. Meister gewinnt das 4. Match extrem knapp mit einem Comeback und Protobannem merkt hier schon, dass Meister gegen Ende immer besser und besser gespielt hat. Man würde also sagen, Meister hat das Momentum momentan. Wenn Protobannem jetzt sofort das letzte Match starten würde, dann hätte Meister hier auf jeden Fall einen großen Vorteil im mentalen Spiel. Daher benutzt Protobannem vor dem letzten Match den letzten Trick. Er wartet einfach. Er wartet, bevor er das nächste Match startet. Das führt einerseits dazu, dass Meister komplett sein Momentum von eben gerade verliert und außerdem seine Hände werden kalt, weswegen er diese auch später in seine Hosentaschen tut. Daher auch der Name Icing. Protobannem auf der anderen Seite tut einfach so, als würde er gerade nachdenken, wodurch er sogar noch psychologischen Druck auf Meister ausübt. Und man sieht auch genau, dass Protobannem weiß, was er gerade tut, weil seine Hände waren direkt schon in seiner Hosentasche. Das Match fängt an. Und was sehen wir hier? Meister rennt einfach rein und wird sofort getroffen. Eine perfekte Ausführung des Icings, wodurch Protobannem sofort mit einem Vorteil startet, obwohl im Match davor Meister noch die Oberhand hatte. Das waren meine 4 Topspieler-Tricks, die ihr sofort ohne Training anwenden könnt. Alle Tricks natürlich auf eigener Gefahr benutzen, weil ich kann euch zwar garantieren, dass die Tricks klappen, aber eure Sicherheit danach kann ich nicht garantieren. Abonniert, falls euch das Video gefallen hat und wer weiß, vielleicht zeige ich euch in Zukunft noch mehr Topspieler-Tricks.